Ja, ich glaube, dass der Patient bewusst bevormundet wird. Die Götter in Weiss sind die es wissen, und der Patient ist der Dumm, der keine Ahnung hat. Arthrose ist so ein Beispiel. Es ist ein Angstwort, Arthrose. Und ja, der Patient, ich habe viele Kollegen, die haben Angst vor dem. Und sie meinen, wenn man Arthrose hätte, müssen wir operieren. Ich vergleiche es ein bisschen mit dem Mittelalter, wo man früher in den Kirchen die Bibel nur latinisch gemacht hat. Da hat man auch das Volk für dumm gehalten, damit sie Geld zahlen. Und da, in der Medizin, ist es eine totale Parallele. Und die Götter in Weiss, die müssen oben runterkommen, die haben viel zu viel Macht, die haben unverständlicherweise viel zu viel Glaubwürdigkeit, weil die Operationen, in vielen Fällen funktionieren die gar nicht. Der Patient ist nachher nicht, sehr oft nicht zufrieden und muss eine nächste Operation, eine übernächste. Also die Kollegen, die ich habe, vom Fußballclub, vom Turnverein, da haben sehr viele, die eine Operation nach der anderen im Laufe der Jahre haben müssen machen. Und keiner würde auf die Idee kommen, dass Folgeoperationen nur aufbauend sind auf der ersten Operation, die sie gemacht haben. Ich bin ja selber betroffen. Mir hat man mit 25 schon gesagt, nach dem Fußball. Sie haben Kniearthrose, Fußgelenk, Bänder hat man schon wollen. Als ich die Bänder gerissen hatte, hat man die operieren und hat gesagt, wenn ich das nicht mache, habe ich mal Arthrosen über. Nachher hatte ich Arthrose in den Knien schon mit 25. Jetzt, 40 Jahre später, habe ich immer noch Arthrose. Ab und zu tut das Knie weh, aber ich weiss, was ich dagegen machen muss. Ich bin überzeugt, dass ich auch, so Gott will, noch mit 90 und 100 wird schmerzfrei können laufen, Sport treiben, joggen. Einfach weil ich ein anderes Verständnis habe. Auch ein Verständnis natürlich vom Prinzip, dass erstens Gesundheit eine grosse Gnade ist, aber zweitens, dass man auch sehr viel selber dafür tun kann. Man muss das Gesundheitswesen nicht nur hinterfragen, sondern reformieren. Ich glaube, die Pflästerli-Politik, die hier gemacht wird, die funktioniert nicht. Ja, es hat auch in der Kirche eine Reformation gebraucht. Und die gleiche Art von Reformation braucht es jetzt auch im Gesundheitswesen. Es reicht nicht, wenn Politiker ihre Pflästerli-Politik am Ende des Jahres weiter betreiben, indem sie mit vielen leeren Worten einfach versuchen, das Volk wieder ein bisschen zu beruhigen und zu erklären, wieso dass man jetzt die Prämie wieder erhöhen muss. Das muss ein Ende haben, das kann es nicht sein. Und allein die Orthopädie, orthopädische Knie-, Hüft-, Rückenoperationen verschlucken 25% vom gesamten Gesundheitswesen. Das kann es doch einfach nicht sein. Ich bin als Unternehmer geboren und nicht als Politiker. Ich versuche, ein Mann von Taten zu sein. Und wir haben über 1 Million Kunden, zufriedene Kunden. Und ich glaube, das, was wir machen, das funktioniert. Das funktioniert nachhaltig, wenn natürlich der Patient auch bereit ist, ein bisschen mehr Selbstverantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen. Wir können nicht alles. Wir sind nur ein Steil in einem ganzen Mosaik. Aber ich glaube, wir sind ein gutes Steil mit aufrichtiger Motivation. Unser Ziel ist nicht einfach Geld verdienen, sondern unser Ziel ist wirklich, das Beste für unsere Kunden zu machen. Ja, das ist genau das, was wir ja unseren Kunden vorschlagen. Hören Sie nicht auf den Arzt, hören Sie nicht auf mich, probieren Sie es aus. Und wir sind vertreten in 30 Ländern, wir haben Niederlassungen überall, wir haben Internet, bei uns kann man sogar Kibun-Schuhe und Kibun-Matten mieten. Man kann es ausprobieren, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es funktioniert, dann sind wir dankbar, wenn wir
einen kauft, wenn man sich weiterhin durch uns beraten lässt. Wir haben Fachleute, wir haben Ärzte, wir haben Physiotherapeuten, wir haben Biomechaniker, wir haben Bewegungswissenschaftler im Boot, auch unter den eigenen Mitarbeitern. Wir glauben, wir haben ein rechtes Know-how, wir wissen nicht alles, aber glauben, dass wir ihnen weiterhelfen können, wenn sie bereit sind, eben eine Alternative einmal anzuschauen. Nicht nur einfach der Götterin weiss, folgen und hören, was die sagen, weil in nicht wenigen Fällen ist einfach die Motivation Geld und das wird ihnen nicht weiterhelfen.